Frage 1. Erzählen Sie von einem Buch, das Sie beeindruckt hat. Eines der Bücher, das mich sehr beeindruckt hat, heißt Der Alchemist von Paulo Coelho. Es ist die Geschichte eines jungen Hirten aus Spanien, der sich auf die Suche nach einem verborgenen Schatz macht. Das Buch ist mehr als nur ein Abenteuer. Es geht auch um die Suche nach dem eigenen Lebenssinn. Besonders gefallen hat mir die Botschaft, dass man an seine Träume glauben soll und dass jeder Mensch seine eigene Lebensweise hat. Ich finde, dass das Buch einfach geschrieben ist, aber trotzdem sehr tiefgründig. Es hat mich zum Nachdenken gebracht, und ich habe es sogar mehrmals gelesen. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, besonders an Menschen, die über ihr Leben und ihre Ziele nachdenken. Frage 2. Beschreiben Sie eine Reise, die für Sie besonders wichtig war. Eine der wichtigsten Reisen in meinem Leben war meine Reise nach Deutschland. Ich bin vor 3 Jahren aus meinem Heimatland gekommen, um hier zu studieren und ein neues Leben zu beginnen. Die Reise war emotional sehr anstrengend, weil ich meine Familie und Freunde zurücklassen musste. Gleichzeitig war ich aber auch neugierig und motiviert, weil ich wusste, dass ich viele neue Erfahrungen machen würde. Ich habe zum ersten Mal alleine eine lange Reise gemacht, und ich musste viele Dinge selbst organisieren. Diese Reise hat mir gezeigt, dass ich mutig sein kann und dass ich mich auch in einer fremden Umgebung zurechtfinden kann. Deshalb war diese Reise für mich nicht nur geografisch, sondern auch persönlich ein großer Schritt. Frage 3. Erzählen Sie von einer Person, die Sie bewundern. Eine Person, die ich sehr bewundere, ist meine Mutter. Sie ist eine starke, geduldige und liebevolle Frau, die immer für unsere Familie da war, auch in schwierigen Zeiten. Sie hat viele Herausforderungen im Leben gemeistert, zum Beispiel als sie allein für uns Kinder gesorgt hat, während mein Vater im Ausland gearbeitet hat. Trotz allem hat sie nie aufgegeben und hat uns immer motiviert, an uns selbst zu glauben. Ich bewundere ihre Ausdauer, ihre positive Einstellung und ihre Fähigkeit, immer Lösungen zu finden. Sie ist mein Vorbild, und ich hoffe, dass ich eines Tages genauso stark und selbstlos sein kann wie sie. Frage 4. Erzählen Sie von einem Ziel, das Sie erreicht haben. Ein Ziel, das ich erreicht habe und auf das ich sehr stolz bin, war das Bestehen der B1-Prüfung in Deutsch. Als ich nach Deutschland gekommen bin, konnte ich kaum Deutsch sprechen, und alles war neu und schwierig für mich. Ich habe jeden Tag gelernt, mit Büchern, Apps und durch Gespräche mit Muttersprachlern. Es war nicht immer leicht, besonders am Anfang, aber ich habe nie aufgegeben. Nach 6 Monaten intensiven Lernens habe ich die Prüfung bestanden. Das war ein großer Erfolg für mich, weil ich dadurch zeigen konnte, dass ich wirklich bereit bin, mich zu integrieren und weiterzumachen. Dieses Ziel hat mir viel Selbstvertrauen gegeben und motiviert mich, jetzt das B2-Niveau zu erreichen. Frage 5. Haben Sie schon einmal Ihre Meinung über etwas Wichtiges geändert? Erzählen Sie davon. Ja, früher dachte ich, dass es nicht so wichtig ist, regelmäßig Sport zu treiben. Ich war oft müde nach der Arbeit und wollte einfach nur entspannen. Aber vor einem Jahr hatte ich Rückenschmerzen, und mein Arzt hat mir geraten, mehr Bewegung in meinen Alltag zu bringen. Ich habe angefangen, 3-mal pro Woche spazieren zu gehen und später auch ins Fitnessstudio zu gehen. Am Anfang war es schwer, aber nach einigen Wochen habe ich gemerkt, wie gut es mir tut,
körperlich und auch mental. Heute denke ich ganz anders über Sport, er ist wichtig für Gesundheit, Konzentration und sogar gute Laune. Ich bin froh, dass ich meine Meinung geändert habe. Frage 6. Erzählen Sie von einem Kurs oder einer Ausbildung, die Sie gemacht haben. Vor 2 Jahren habe ich einen Integrationskurs in Deutschland gemacht, der aus Deutschunterricht und Orientierungskurs bestand. Der Kurs war sehr intensiv. Wir hatten jeden Tag Unterricht, und die Lehrerin war sehr engagiert. Ich habe dort nicht nur die Sprache gelernt, sondern auch viel über das Leben in Deutschland, zum Beispiel über das Schulsystem, das Gesundheitssystem und die Geschichte. Besonders hilfreich war, dass wir viele Rollenspiele gemacht haben, zum Beispiel wie man beim Arzt spricht oder einen Termin im Amt vereinbart. Am Ende habe ich den Deutschtest für Zuwanderer auf B1-Niveau bestanden. Dieser Kurs war für mich ein wichtiger Schritt, um mich besser im Alltag zurechtzufinden und mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Frage 7. Was bedeutet Freundschaft für Sie? Für mich ist Freundschaft etwas sehr Wichtiges im Leben. Ein guter Freund oder eine gute Freundin ist jemand, dem man vertrauen kann, mit dem man über alles sprechen kann, egal ob man glücklich oder traurig ist. Freunde unterstützen sich gegenseitig, geben Ratschläge und verbringen gerne Zeit miteinander. Besonders in einem neuen Land, wie Deutschland, ist es wichtig, Freunde zu haben, weil man sich manchmal allein oder unsicher fühlt. Ich habe zum Glück ein paar gute Freunde gefunden, mit denen ich mich regelmäßig treffe. Wir gehen spazieren, trinken Kaffee oder helfen uns bei Problemen. Ich finde, wahre Freundschaft muss gepflegt werden durch Ehrlichkeit, Respekt und gemeinsame Erlebnisse. Frage 8. Welche Rolle spielt Familie in Ihrem Leben? Familie spielt eine sehr große Rolle in meinem Leben. Sie gibt mir Sicherheit, Unterstützung und Liebe, besonders in schwierigen Zeiten. Auch wenn ich jetzt weit weg von meiner Familie lebe, telefoniere ich regelmäßig mit meinen Eltern und Geschwistern. Wir sprechen über den Alltag, Probleme und schöne Erlebnisse. In meiner Kultur ist Familie sehr wichtig. Man hilft einander, verbringt viel Zeit zusammen und trifft sich zu besonderen Anlässen. Ich bin mit vielen Familienwerten aufgewachsen, wie Respekt gegenüber Älteren und Zusammenhalt. Wenn ich einmal eigene Kinder habe, möchte ich ihnen auch zeigen, wie wertvoll Familie ist. Frage 9. Haben Sie ein Vorbild? Erzählen Sie davon. Ja, mein Vorbild ist mein ehemaliger Deutschlehrer aus dem Integrationskurs. Er war nicht nur sehr kompetent, sondern auch unglaublich geduldig und motivierend. Er hat uns immer ermutigt, an uns selbst zu glauben, auch wenn wir Fehler gemacht haben. Ich bewundere, wie er mit Menschen aus verschiedenen Kulturen umgeht, mit Respekt und Verständnis. Außerdem war er immer gut vorbereitet und hat den Unterricht interessant gestaltet. Durch ihn habe ich verstanden, wie wichtig gute Kommunikation und Empathie sind. Er hat mich dazu inspiriert, selbst irgendwann im sozialen Bereich zu arbeiten und anderen zu helfen. Frage 10. Wie lernen Sie am besten? Ich habe gemerkt, dass ich am besten lerne, wenn ich aktiv mit dem Lernstoff arbeite. Das bedeutet für mich, dass ich nicht nur lese oder höre, sondern auch schreibe, spreche und wiederhole. Zum Beispiel mache ich oft Karteikarten mit neuen Wörtern und bilde damit eigene Sätze. Außerdem hilft es mir sehr,
laut zu sprechen oder mit anderen zu üben, besonders bei Sprachen. E-Videos und Podcasts sind auch nützlich, weil ich so die Aussprache und den natürlichen Rhythmus höre. Wichtig ist für mich auch eine ruhige Umgebung und ein klarer Lernplan. Ich versuche jeden Tag ein bisschen zu lernen, anstatt alles auf einmal zu machen. Frage 11. Erzählen Sie von Ihrer ersten Arbeit oder einem Praktikum. Meine erste Arbeit in Deutschland war ein Praktikum in einer Bäckerei. Ich habe dort 2 Monate lang mitgeholfen, früh am Morgen, oft schon ab 5 Uhr. Meine Aufgaben waren Brötchen vorbereiten, die Regale auffüllen und Kunden bedienen. Am Anfang war es sehr anstrengend, vor allem wegen der Sprache und der frühen Arbeitszeiten. Aber die Kollegen waren nett und haben mir vieles beigebracht. Frage 12. Was sind Ihre Hobbys und warum mögen Sie sie? In meiner Freizeit lese ich gerne Bücher und spiele Schach. Lesen hilft mir, mich zu entspannen und gleichzeitig etwas Neues zu lernen. Besonders wenn ich Bücher auf Deutsch lese, verbessert das auch meine Sprachkenntnisse. Ich interessiere mich besonders für Biografien und Bücher zur persönlichen Entwicklung. Schach spiele ich oft mit Freunden oder online. Es ist ein sehr strategisches Spiel, bei dem man ruhig und konzentriert bleiben muss. Ich finde es spannend, immer neue Lösungen zu suchen und mich dabei geistig herauszufordern. Beide Hobbys geben mir Ruhe, aber auch Motivation, mich weiterzuentwickeln. Frage 13. Welches Land möchten Sie gern besuchen und warum? Ich würde sehr gern Japan besuchen. Ich finde die japanische Kultur faszinierend, besonders die Mischung aus Tradition und moderner Technologie. Ich interessiere mich für die japanische Küche, die Architektur und die Höflichkeit der Menschen. Außerdem möchte ich gern die Kirschblüte im Frühling erleben und bekannte Orte wie Kyoto oder Tokio sehen. Auch die japanische Sprache finde ich spannend, und ich habe schon ein paar Wörter gelernt. Für mich wäre eine Reise nach Japan nicht nur Urlaub, sondern auch eine kulturelle Entdeckung. Frage 14. Erzählen Sie von einer schwierigen Situation und wie Sie sie gelöst haben. Eine schwierige Situation war für mich, als ich meine erste Wohnung in Deutschland gesucht habe. Ich hatte wenig Geld, kannte die Sprache noch nicht gut und hatte keine Erfahrung mit dem Wohnungsmarkt. Viele Vermieter wollten jemanden mit festem Arbeitsvertrag, was ich damals noch nicht hatte. Nach mehreren Absagen war ich ziemlich frustriert, aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe Freunde um Hilfe gebeten, meine Bewerbungsunterlagen verbessert und dann schließlich eine kleine Wohnung gefunden. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass man auch in schwierigen Situationen ruhig bleiben und Schritt für Schritt nach Lösungen suchen muss. Heute bin ich stolz darauf, dass ich es allein geschafft habe. Frage 15. Erzählen Sie von Ihrer Erfahrung mit freiwilliger Arbeit. Vor einem Jahr habe ich freiwillig in einer Kleiderkammer für Geflüchtete gearbeitet. Dort habe ich geholfen, Kleidung zu sortieren, auszugeben und neue Spenden anzunehmen. Die Arbeit war manchmal stressig, weil viele Menschen gleichzeitig gekommen sind, aber ich habe es als sehr sinnvoll empfunden. Ich habe viele interessante Gespräche geführt und Menschen aus verschiedenen Ländern kennengelernt. Besonders schön war, dass ich gesehen habe, wie dankbar viele waren. Das hat mich motiviert, weiterzumachen. Durch diese Erfahrung habe ich nicht nur anderen geholfen, sondern auch mein Deutsch verbessert und gelernt, geduldig und offen zu sein.
Frage 16. Wie sieht Ihr Traumhaus aus? Mein Traumhaus wäre ein kleines, gemütliches Haus am Stadtrand oder auf dem Land, mit viel Natur in der Nähe. Es sollte einen großen Garten haben, in dem ich Blumen, Obst und Gemüse pflanzen kann. Im Haus selbst hätte ich gern ein helles Wohnzimmer mit großen Fenstern, eine moderne Küche und ein ruhiges Arbeitszimmer. Besonders wichtig ist mir auch eine kleine Bibliothek mit vielen Büchern und einem bequemen Lesesessel. Das Haus soll nicht luxuriös sein, aber praktisch, ruhig und freundlich, ein Ort, an dem man sich wirklich zu Hause fühlt. Für mich ist es wichtig, dass mein Zuhause ein Ort zum Entspannen, Lernen und Zusammensein mit Familie ist. Frage 17. Erzählen Sie von einem kulturellen Unterschied, den Sie erlebt haben. Ein kultureller Unterschied, den ich in Deutschland erlebt habe, betrifft die Pünktlichkeit. In meinem Heimatland ist es normal, ein paar Minuten später zu kommen, und das wird nicht als unhöflich empfunden. In Deutschland dagegen wird Pünktlichkeit sehr ernst genommen, besonders bei Terminen oder in der Arbeit. Am Anfang war das für mich ungewohnt, und ich kam manchmal zu spät. Aber ich habe schnell gemerkt, dass das einen schlechten Eindruck machen kann. Heute achte ich sehr darauf, immer pünktlich zu sein, und ich sehe es auch als Zeichen von Respekt. Es war eine wichtige Erfahrung, die mir geholfen hat, mich besser in die deutsche Kultur zu integrieren. Frage 18. Was bedeutet Bildung für Sie? Bildung bedeutet für mich Freiheit und Zukunft. Durch Bildung kann man neue Perspektiven entdecken, sich weiterentwickeln und selbstständiger leben. Sie ist nicht nur wichtig für den Beruf, sondern auch für das persönliche Leben. Man lernt, kritisch zu denken und gute Entscheidungen zu treffen. Für mich war es besonders wichtig, Deutsch zu lernen, um in Deutschland studieren und arbeiten zu können. Aber ich finde auch, dass man nie aufhören sollte zu lernen, egal wie alt man ist. Bildung ist der Schlüssel zur Integration, Erfolg und auch zu mehr Verständnis zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen. Frage 19. Haben Sie schon einmal etwas Wichtiges aus einem Fehler gelernt? Ja, einmal habe ich einen wichtigen Termin beim Amt verpasst, weil ich die E-Mail mit der genauen Uhrzeit nicht richtig gelesen habe. Ich dachte, der Termin wäre um 14 Uhr, aber in Wirklichkeit war er schon um 10 Uhr. Als ich dort ankam, war es natürlich zu spät, und ich musste mehrere Wochen auf einen neuen Termin warten. Das war sehr ärgerlich und hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, Informationen genau zu lesen und Termine gut zu organisieren. Seitdem nutze ich einen Kalender und kontrolliere immer doppelt. Dieser Fehler war unangenehm, aber ich habe daraus gelernt, verantwortungsvoller zu handeln. Frage 20. Welches Buch oder welchen Film würden Sie empfehlen und warum? Ich würde den Film Das Leben der anderen empfehlen. Es ist ein deutscher Film, der in der ehemaligen DDR spielt und zeigt, wie Menschen vom Staat überwacht wurden. Der Film erzählt die Geschichte eines Stasi-Offiziers, der langsam beginnt, die Menschen, die er überwacht, zu verstehen und sich zu verändern. Ich finde den Film sehr spannend und emotional, aber auch historisch interessant. Er zeigt, wie wichtig Freiheit, Vertrauen und Menschlichkeit sind. Außerdem ist die Schauspielkunst hervorragend, und der Film regt zum Nachdenken an. Ich denke, er ist besonders gut für Leute, die mehr über die deutsche Geschichte lernen wollen. Frage 21. Erzählen Sie von einer Feier oder einem Fest, das Sie gut in Erinnerung haben.
Eine Feier, die ich nie vergessen werde, war meine erste Geburtstagsparty in Deutschland. Ich hatte erst seit ein paar Monaten hier gelebt und kannte noch nicht viele Leute. Trotzdem haben meine neuen Freunde aus dem Sprachkurs eine kleine Überraschung für mich organisiert. Sie haben Kuchen gebacken, ein Lied gesungen und mir ein kleines Geschenk gemacht. Es war eine sehr herzliche und emotionale Feier, nicht wegen des Geschenks, sondern wegen der Geste. Ich habe mich wirklich willkommen gefühlt, und es war ein Moment, in dem ich gemerkt habe, dass ich in meinem neuen Leben angekommen bin. Diese Feier hat mir Mut und Motivation gegeben. Frage 22. Was bedeutet Gesundheit für Sie? Gesundheit ist für mich das Wichtigste im Leben. Wenn man gesund ist, kann man arbeiten, lernen, reisen und Zeit mit der Familie genießen. Körperliche und psychische Gesundheit gehören für mich zusammen. Man braucht beides, um sich wirklich wohl zu fühlen. Ich achte deshalb darauf, mich gesund zu ernähren, regelmäßig spazieren zu gehen und genug zu schlafen. Außerdem versuche ich, Stress zu vermeiden oder gut damit umzugehen, zum Beispiel durch Meditation oder Gespräche mit Freunden. Ich finde, dass viele Menschen erst dann die Gesundheit schätzen, wenn sie krank sind. Deshalb versuche ich, jeden Tag dankbar zu sein, wenn ich mich gut fühle. Frage 23. Welche digitalen Medien nutzen Sie am meisten und warum? Am meisten nutze ich YouTube und WhatsApp. Auf YouTube finde ich viele Lernvideos, zum Beispiel für Deutsch oder andere Themen, die mich interessieren. Ich finde es praktisch, dass ich mir die Videos überall anschauen kann, egal ob zu Hause oder unterwegs. WhatsApp benutze ich jeden Tag, um mit meiner Familie und meinen Freunden in Kontakt zu bleiben. Besonders wichtig ist das für mich, weil meine Familie in einem anderen Land lebt. Außerdem nutze ich manchmal Instagram, um Bilder zu sehen oder kurze Videos von Leuten, die ich interessant finde. Digitale Medien sind für mich eine gute Möglichkeit, Informationen zu bekommen und mit anderen verbunden zu bleiben, aber ich versuche, sie bewusst zu nutzen. Frage 24. Wie entspannen Sie sich im Alltag? Um mich im Alltag zu entspannen, gehe ich oft spazieren, am liebsten in der Natur oder im Park. Die frische Luft und die Ruhe helfen mir, den Kopf frei zu bekommen. Manchmal höre ich dabei Musik oder Podcasts auf Deutsch, das ist für mich entspannend und gleichzeitig nützlich. Abends lese ich gern ein Buch oder schaue mir eine Serie an, um abzuschalten. Wenn ich mehr Zeit habe, meditiere ich oder mache einfache Dehnübungen. Für mich ist es wichtig, jeden Tag wenigstens 30 Minuten etwas nur für mich zu tun, damit ich wieder Energie für den nächsten Tag habe. Frage 25. Wovon träumen Sie für die Zukunft? In der Zukunft träume ich davon, einen sicheren und erfüllenden Beruf zu haben, den ich mit Freude ausübe. Ich möchte finanziell unabhängig sein und meiner Familie ein gutes Leben ermöglichen. Außerdem wünsche ich mir, irgendwann ein eigenes kleines Haus zu haben, mit Garten und viel Platz für meine Kinder. Ich träume auch davon, mehr von der Welt zu sehen, zum Beispiel nach Japan oder Kanada zu reisen. Am wichtigsten ist mir aber, dass ich gesund bleibe, mit Menschen zusammen bin, die mir gut tun, und dass ich mich weiterentwickle, beruflich und persönlich. Ich weiß, dass Träume nicht einfach in Erfüllung gehen, aber ich glaube daran, dass man mit Arbeit und Geduld viel erreichen kann.